Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge der Lemken Bodentour. Diese Folge wird etwas anders. Ich treffe mich heute nicht mit einem Landwirt, sondern mit einem Ausstellungsexperten und Ökologen, dem Helmut Kessler. Der stellt unsere Bodenproben, die wir jetzt über die letzten Wochen gesammelt haben, auf den verschiedenen Betrieben aus und wird mir noch ein bisschen was zum Thema Boden erzählen. Wir treffen uns nicht bei Helmut Kessler zu Hause, sondern hier am Feldrand Nähe Essen. Hier vermietet ein Landwirt kleine Parzellen an Städter, die Hobbygärtner sind, und somit findet der Verbraucher auch wieder den Bezug zum Thema Boden und erfährt quasi in der Praxis, was es heißt, den Boden zu pflegen, um eben hochwertige Lebensmittel zu produzieren. Ich freue mich auf gleich und nehme euch mit zu Helmut Kessler. Hallo Helmut! Hi! Hallo Marie! Wir hatten telefoniert, ja, ne? Sehr gut. Ja. Schön, dass wir uns hier treffen. Ich freue mich auch. Ja, die Bodentour ist so gut wie abgeschlossen. Ja. Ich habe alle meine Bodenproben gesammelt und werde sie dir ja heute übergeben, denn du bist Ökologe, richtig? Richtig, ja. Ja, ich habe Ökologie studiert, bin mit meinem Büro in der Ausstellungsplanung und Wissensvermittlung tätig und wir sind natürlich auch mit dem Boden befasst, weil das ein wichtiger Lebensraum ist. Ne? Das stimmt. Und warum treffen wir uns jetzt ausgerechnet hier und gar nicht in deinem Büro oder im Studio? Man hätte es im Büro machen können, aber ich habe gedacht, wenn das Thema Boden ist, dann sollten wir uns vielleicht draußen treffen, am Boden auch. Und hier gibt es eine interessante Geschichte von einer andersartigen Ackernutzung, denn hier können Bürger sich bei einem Bauern für ein Jahr ein Stückchen Land mieten, sozusagen, 50 oder 100 Quadratmeter, und darauf was anbauen, beziehungsweise der Bauer baut für die auch was an und sie können das pflegen und ernten. Und das geht über eine Saison. Ja. Und ein Freund von mir, der hat hier nämlich ein Stück und das würde ich euch gerne mal zeigen. Ja, schön. Okay, ich würde sagen, dann gucke ich mir das mal an und vielleicht kann ich ja auch noch von hier eine Bodenprobe mitnehmen. Ja, sehr gerne. Okay, bis später. Schön. Hallo. Hallo. Bist du der Freund von Helmut? Ja, ich bin der Freund von Helmut. Ich bin Marie. Ich bin Werner. Ja, okay. Und du hast jetzt hier eine Parzelle? Ja. Okay. Dann erzähl doch mal kurz, was passiert hier eigentlich genau? Helmut hat es eben schon grob angerissen. Also ein Landwirt sät hier quasi verschiedene Parzellen aus, damit Leute wie du hier hinkommen können und quasi ihr eigenes Gemüse anbauen können und so ein bisschen Erholung finden in der Natur, oder? Ja, wir stehen hier auf einem Feld mit 300 Parzellen insgesamt. Jede Parzelle hat 50 Quadratmeter. Und ich habe vor 3 Jahren erstmals hier eine Parzelle angemietet und in diesem Jahr wieder. Ja, und ich baue hier größtenteils Gemüse an. Ja. Hier Chinakohl, kann man ja noch sehen. Ja. Palmkohl und was man so anbaut, halt Salat und Kohl und so weiter. Schön. Wie bist du darauf gekommen? Ja, ich bin vor 3 Jahren, habe ich damit angefangen und durch Zufall bin ich mal hier vorbeigekommen, habe das gesehen und war begeistert über die Vielfalt auch hier. Hier kann man ja sehen, hier baut ja jeder unterschiedliche Sachen an und das fand ich gut. Ja, interessant. Und dann habe ich angefangen, am Anfang mit mäßigem Erfolg. Man muss ja erst mal reinwachsen in die ganze Geschichte. Ja, und, muss ich einlesen. Aber in diesem Jahr hat es sehr gut geklappt mit allem. Schön. Okay, interessant. Und für mich war eben wichtig, dass hier keine Insektizide ausgebracht werden. Und das gilt für alle Parzellen hier. Okay, ja, das heißt, ihr setzt dann ackerbauliche Maßnahmen ein. Genau, sehr viel Unkraut jäten. Ja, genau. Das ist der Nachteil natürlich dann, ne? Das stimmt, ja. Okay, dürfte ich mir denn wohl auch hier so eine Bodenprobe mal mitnehmen? Ist das gerne. Möglich? Okay, vielleicht kannst du mir assistieren. Ja, mach ich. Genau, einfach rein. Ja. Was ist das denn jetzt hier für eine Bodenart, weißt du das? Ja, das kann ich dir nicht ganz genau sagen. Da fragst du am besten den Helmut. Alles klar. Der ist Spezialist, ich nicht. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehe ich da einfach mal wieder rüber. Ja. Dann habe ich jetzt somit auch meine 10. Bodenprobe. Denn wir haben ja schon 9 Bodenproben von Landwirten gezogen. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was mich in dieser Probe erwartet. Okay. Viel Spaß. Ja, danke. Den kannst du mir mitgeben? Ja. Ja.
da bin ich wieder. Hallo, ja, schön. Hab meine 10. Bodenprobe voll. Perfekt. Ja, sehr gut. Kannst du mir Spannend. noch ein bisschen was über die Bodenart erzählen? Was ist das jetzt hier für ein Boden? Ja, das ist spannend. Da gucken wir aber vielleicht am besten auf eine Karte, weil ich habe eine Gerne. Bodenkarte mitgebracht. Da Ja. kann man dann vieles auch im Überblick sehen. Und das ist die Bodenkarte von Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und das ist das Blatt hier, wo wir gerade sind. Dir das helfen? Ja, vielleicht mal eben hier so auseinandernehmen. Und unser Standort ist hier oben. Ja. Und man sieht auf der Karte, wenn man auch ein Laie in Sachen Boden ist, dass man irgendwie eine 2- oder 3-Teilung in der Fläche hat. Ne? Ja. Hier sind diese braunen Markierungen, hier das grünliche ist das Ruhrtal mit den Flussauenböden. Und diese braunen Böden hier, das sind, wenn man in der Legende guckt, Parabraunerden und Braunerden aus Löss. Und das ist ein ganz wertvoller Boden, weil der auch sehr ertragreich ist. Ja, den haben wir bei uns zu Hause auch. Genau. Und dann sieht man hier ja diesen kleinen Flickenteppich von so ganz verschiedenen Bodenarten offensichtlich. Und das ist ein weniger fruchtbarer Boden, weil der aus den Sanden, der Flugsanden der ursprünglichen Rheinentwicklung hier sich gebildet hat. Also sandig, lehmig, aber wasserdurchlässig und weniger fruchtbar. Ja, und das sehr heißt, heterogen. Ne? wir haben hier Ackerflächen hauptsächlich und in den Flächen, die so ein bisschen anders ausgebildet sind, beispielsweise dann eher Grünlandnutzung. Ne? Okay. Und man sieht auch hier, dass der Rhein, wenn man da mal so auf den Boden, selbst auf die Bodenkarte guckt, dass der wohl auch mal irgendwie mit irgendwelchen Nebenläufen oder eigenen Läufen hier so mal woanders geflossen ist, vor Millionen Jahren. Ne? Und dann hier um die Fließgewässer dann wieder die Auenböden. Da sind wieder die Auenböden, ja. Aber der Boden hier, also das ist einer der fruchtbarsten Böden hier in der Gegend. Wie viele Bodenpunkte hat der? Der liegt bei der höchsten Klassifizierung eigentlich, also mit bis 95 zu Bodenpunkte. 75, also größer als 75. Ja. Ne? Ja. Ja. Okay. Ja, spannend. Sehr schön. Ja. Okay, ich würde sagen, dann habe ich meine 10 Bodenproben zusammen. Ja. Genau. Jetzt waren wir auf 9 verschiedenen Betrieben und Ja. hier. Nee, und war eine tolle Erfahrung. Ja. Also du hast dann wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Böden kennengelernt, ne? Ja, Nehme ganz ich mal genau. an. Ja, auch ganz unterschiedliche Bewirtschaftungskonzepte. Ja. Ob jetzt eher konservierend oder dann doch beispielsweise mit dem Flug auf schwereren Standorten. Ja. Nee, es war sehr, sehr schön und sehr unterschiedlich und deshalb auch sehr lehrreich. Ja, also Boden ist ein wirklich spannendes Feld, weil der so vielfältig ist. Ja. Und das ist ja dann auch bei der Firma Lemken so, wie wir das wissen, dass die ganz viele verschiedene Geräte anbieten müssen, einfach weil die Böden auch so unterschiedlich sind. Ja, Ne? und das wird auch in Zukunft jetzt noch deutlich verstärkt so sein, dass nicht nur standortspezifisch dann quasi bewirtschaftet werden muss, sondern auch teilflächenspezifisch. Ja. Also da werden wir ja auch in unserer Technik jetzt immer genauer. Und es ist einfach super wichtig, dass man dann eben dem Standort und dem Schlag eben entsprechend dann auch ackert und wirtschaftet. Ja, und es gibt natürlich, weil ich ja als Ökologe muss das sagen, es gibt natürlich auch noch den ökologischen Teil des Bodens sozusagen. Also einer der Wissenschaftler in dem Bereich, Michael Suckow, Professor Michael Suckow, ehemaliger oder alternativer Nobelpreisträger, der hat mal gesagt, der Boden ist keine Fabrikhalle, sondern ein Ökosystem. Ja. Ne? Und der ist voller Leben. Und das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, über den wir bei anderer Gelegenheit reden. Das ist ein großer Punkt, ja. Thema Bodenleben, erhalten, fördern, Humusaufbau, ganz wichtig. Ja. Okay, cool. Also ich merke, dass du bei der Tour ganz viel von diesen Inhalten auch mitgenommen hast. Ja. Das ist spannend, ja. Das stimmt. Ja, schön. Auf jeden Fall. Okay, Ja, dann dann würde ich sagen, ich tue das jetzt noch zu den anderen Proben und würde dir dann alle Proben übergeben, Ja, perfekt. damit wir ja auch die Ausstellung dann komplett haben. Super, das machen wir dann. So, jetzt habe ich meine 10 Proben zusammen. Ja, super. Sehr gut. Super. Ja. Ja, spitze.
Was passiert denn jetzt genau mit den Proben? Also die werden ja jetzt ausgestellt. Ja, also die Proben werden aufbereitet für diese interaktive Ausstellung zur Bodentour, die wir da machen. Das heißt, die kommen in ein Tafelelement, wo noch ein Monitor daneben ist und ein Handhörer. Und dann kann der Besucher auf dem Monitor sich die einzelnen Standorte anwählen und bekommt dann die Filme, die dann jeweils mit den Bauern gedreht worden sind, mit den Landwirten auf den einzelnen Standorten gezeigt. Einzeln gezeigt. Genau. Ja. Und die Proben selber werden noch beleuchtet in dem Moment, dass man erkennt, um welche Probe es geht. Müssen die vorher getrocknet werden? Ja, die müssen vorher getrocknet werden, weil das sonst sicherlich auch schimmeln könnte da drin mit der Feuchtigkeit. Also die werden erst getrocknet und dann wieder in die Proben gefüllt. Man kann die auch ein bisschen aufbereiten in dem Zusammenhang und dann sind die auch langfristig haltbar. Ja. So, jetzt nochmal aus deiner Sicht als Ökologe. Was bedeutet der Boden denn jetzt für dich? Also der Boden für mich ist natürlich zunächst mal ein unglaublicher Lebensraum. Also es gibt diesen Satz, dass in einer Handvoll Boden mehr Organismen leben als Menschen auf der Erde. Ja, Wahnsinn. Und das ist auch richtig so. Das ist keine Geschichte, das ist wirklich so. Wenn man auf die ganz kleinen Organismen, Bakterien beispielsweise geht, dann haben wir in einem Gramm etwa 1 Milliarde Organismen drin, in einem Gramm Boden. Wahnsinn. Mit 4.000 bis 7.000 Arten. Unvorstellbar. Unvorstellbar eigentlich, weil das ist ein Kosmos. Ne? Und noch wissen wir viel zu wenig über den. Also bei den Bodenorganismen sind etwa nur 1 bis 2% der Arten überhaupt bekannt, also richtig als Art bekannt. Man analysiert das heutzutage ja auch mit gentechnischen, also mit Genuntersuchungen, DNA-Barcoding. Und da hat man so eine ungefähre Ahnung, wie viel das sind. Aber dass die im Einzelnen beschrieben sind und man für alle weiß, was die da unten tun, und welche Funktionen das ist nicht so bekannt. Und eigentlich müssten wir viel mehr über den Boden wissen, zumal wir ja mit dem Boden auch intensiv arbeiten. Also jetzt nicht nur die Landwirtschaft, sondern wir sind ja auch in anderen Feldern mit dem Boden unterwegs. Wir versiegeln den Boden, die Steingärten, die sich jetzt ausbreiten, die den Boden an den Stellen versiegeln. Also das sind alles so Punkte, wo wir was mit dem Boden machen. Ohne wirklich zu wissen, wie der funktioniert. Ne? Und das was das auch für Folgen haben. Ja, genau. Und also das ist eigentlich ein Feld, wo wir viel mehr tun müssen. Und du hattest vorhin den Humusaufbau angesprochen. Das ist ja auch ein Punkt, der ganz wichtig ist, jetzt auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Ne? Wir haben speichert Unmengen an CO2. Der Boden ist der zweitgrößte CO2-Speicher nach den Meeren. Also da steckt ganz viel drin. Und wenn es gelingen kann, den CO2-Gehalt des Bodens oder den Kohlenstoffgehalt des Bodens zu verbessern, indem man den Humusgehalt um 1% nur erhöht, haben wir eine gigantische Speichermöglichkeit an CO2 in den Böden. Ne? Ja, das wird immer wichtiger. Ja. Und auch das, was du eben sagtest, ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Also viele vergessen bzw. wissen es auch gar nicht, dass der Boden ja nicht nur aus mineralischer Substanz besteht, sondern dass auch das Bodenleben eben den Großteil des Bodens ausmacht. Absolut. Und deswegen finde ich es auch so toll, dass du das Ganze auch noch mal so vermittelst, dieses Wissen darüber. Das ist ganz wichtig und das wird uns in der nächsten Zeit noch ganz lange beschäftigen. Das glaube ich auch, Okay, ich würde sagen, ich gebe dir die Proben mit. Ja. Ist aber ein bisschen schwer. Achtung, ja, wunderbar. Geht das? Danke. Genau, und dann bin ich ganz gespannt auf das Ergebnis. Ja, sehr schön. Ich bedanke mich ganz herzlich und wir sehen uns. Ja, tschüss. Ciao. So, damit sind wir auch schon am Ende der Lemken Bodentour 2021 angekommen. Wir haben wunderbare Eindrücke bekommen in 10 bzw. 9 ganz unterschiedliche Betriebe, aber auch ganz unterschiedliche Böden. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Ergebnis und freue mich, dass ihr mit dabei wart und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns bestimmt auf der Agritechnica wieder. Und genau, ich bin ganz gespannt, was Lemken jetzt in Zukunft mit dem Boden vorhat, denn das Thema Boden wird uns auf jeden Fall zukünftig immer weiter und immer intensiver beschäftigen. Und ich darf euch schon mal so viel verraten, nächstes Jahr wird es weitergehen mit der Lemken Bodentour und ich bin sehr gespannt, wen wir da alles besuchen werden. Ich hoffe, ihr seid dabei und wir sehen uns.